Mein Name ist Silke Baerbock. Ich komme aus Carlau. Carlau liegt im Spreewald, also ganz weit im Osten. Meine Hörimplantate habe ich beide seit 10 Jahren, seit 2013, und auf der linken Seite ein Cochlea-Implantat und auf der rechten Seite eine Vibrant Sound Bridge. Ich versuche nicht so weit auszuholen, weil meine Hörgeschichte begann mit dem 3. Lebensjahr. Und ich habe mit 14 meine linke Seite des Gehör verloren durch die Grunderkrankung Cholesteatom und war da schon einseitig taub. Ja, und das war 'ne Zeit, Hörgeräte, ja, in der Größenordnung gab's das gar nicht, beziehungsweise wollte ich auch nicht als Jugendliche, und bin dann einseitig durchs Leben, also Schule, Studium, Arbeit, gegangen und habe dann, ja, im Hinterkopf immer die Angst gehabt, dass hoffentlich mit der guten hörenden Seite nichts passiert. Ja, und so vergingen die Jahre mit einer Seite. Ich war schon oft erschöpft, habe das natürlich, ja, nicht wirklich so voll genommen, habe dann gedacht: „Ja, das ist normal, ne, dass man irgendwo so 'n Leistungsdefizit irgendwann hat“, wusste aber nicht, dass das mit dem Hören so wirklich zusammenhängt. Und dann kam das Jahr 2012 und bis dahin war ich immer noch einseitig hörend, eine Seite nicht versorgt. Und, ja, von heute auf morgen bekam ich mit Schmerzen zu tun und, ja, Gesichtslähmung. Bin dann ins Krankenhaus gekommen, wurde operiert. Ja, und als ich aufwachte auf der Intensivstation, war ich komplett taub. Also, waren beide Seiten weg. Und dann hat es wirklich, ja, eigentlich gar keine Hilfe gegeben. Es war im ersten Moment mit Cortison und sonst was probiert, dieses Gehör auf der rechten Seite wiederzubekommen. Ja, aber eigentlich war's auch egal, weil gesprochen hat mit mir keiner. Und wenn, ich habe es nicht verstanden, weil ich ja nichts mehr gehört habe, und bin dann wirklich von Oktober bis zum Januar, ja, taub durch mein Leben, den Rest, den ich dann noch hatte, gegangen. Und es war 'ne ganz schwierige Zeit und bin dann eigentlich auf die Hörimplantat oder auf das Cochlea-Implantat und das Mittelohrimplantat erst gekommen durch 'n Zufall, weil 'ne gute Bekannte von mir bei der Rentenversicherung gesagt hat: „Fahr mal zur Reha.“ Und dann kam ich nach Bad Nauheim und da liefen die, ja, mit so 'nem Knopf am Kopf rum, wo ich auch dachte: „Oh, keine Ahnung, was sind das für Cyberleute und was haben die da?“ Oh, und dann habe ich relativ schnell mitgekriegt, dass es Implantate sind zum Hören, weil auch der Psychologe dann auch gleich reagiert hatte und gemerkt hat, dass es mir auch nicht gut geht. Ja, und da wurden die ersten Vorabuntersuchungen schon in der Reha-Klinik gemacht und von dort aus gleich in die Uniklinik nach Dresden. Und praktisch von Januar, wo ich erfahren habe, dass es das gibt, und implantiert wurde ich im Mai. Und mir war's auch egal, was da gemacht werden musste. Ich wollte nur wieder hören. Das war's Wichtigste. Es war eigentlich gar keine Entscheidung. Es war für mich total selbstverständlich, dass irgendwas passieren muss, weil ich wusste, Hörgeräte reichen nicht. Und ja, wie sollte mein Leben aussehen ohne Gehör? Nicht telefonieren, nicht Fernsehen, keine Gespräche, das sind schlimme Zustände, grad wenn man kommunikativer Mensch ist, so wie ich. Und da geht man schon an seine Grenzen damit, ne? Mhm. Also, nein, es war keine Entscheidungsfrage. Es war nur die Frage: „Wann wird implantiert?“ Mein Standardsatz zu der Frage ist eigentlich wirklich: Mein Leben ist eigentlich wieder ein Leben geworden, weil ich habe ganz, ganz viel Qualität zurückgewonnen. Bin wieder ich selbst, hoffe ich. Ich weiß nicht, aber doch kriege meistens das Feedback. Gehe unter Leute, gehe zu Konzerten, gehe ins Kino, besuche Veranstaltungen, rede auf Veranstaltungen. Also, ich habe letztens erst 'ne Hochzeit moderiert. Es fällt mir nicht schwer, sondern ich genieße einfach dieses neue Leben, dieses Leben mit Implantaten, was ich ganz oft vergesse, dass ich die habe. So 'n bisschen den Menschen zu ersparen, die in so 'ne, ja, ich sage jetzt wirklich verzwickte Situation kommen, nicht diese schlimmen Wege zu gehen und Umwege zu gehen, sondern Zeit zu sparen, für sich selber viel zu tun und so Fürsorge zu leisten. Und das ist eigentlich, glaube ich, so der Grund, ja, warum ich das auch gern machen möchte. Ich habe so 'n bisschen, glaube ich, den sozialen Touch schon immer, dass ich gern jemand an die Hand nehme und begleite und sehe darin eigentlich auch meine Aufgabe. Also, auch über Aufklärung, Unterstützung, weiß ich nicht, Erfahrungen, alles weiterzugeben, was ich selber kennenlernen durfte oder musste, und so die Stolpersteine vielleicht so 'n bisschen wegzuschubsen.
Das ist 'ne sehr schwierige Frage, weil das ist ja auch 'ne sehr, sehr individuelle Entscheidung, die ja auch lang, lang, lang danach noch, ja, wirkt oder halten soll. Mein größter Tipp wäre, glaube ich, ja, nicht zu lang zu warten, weil ich glaube, jeder Tag, den man ohne Hören oder mit eingeschränktem Hören, ja, vergibt, ist 'n verschenkter Tag. Und das klingt ganz philosophisch und ganz hochtrabend, aber es ist wirklich so, ne? Das ist Hören ist das also neben den Sehen natürlich, aber schon mit das Allerwichtigste. Und man glaubt gar nicht, wenn man nicht hört, was das eigentlich aus den Menschen macht. Und bevor man das verliert, also an Persönlichkeit, an Kontakten, an, weiß ich, Arbeitsumfeld, alles, was da reinzählt, auch an Werten, sollte man sich so gut wie möglich versorgen lassen. Und ich glaube, so 'ne Implantierung von Hörsystemen ist das Größte, was es im Moment gibt in der Errungenschaft für die Menschen. Und ich bin stolz, dass ich das nutzen darf. Ja, vielleicht, also der wichtigste Tipp, denke ich, ist, die Erwartung nicht so hoch zu schrauben, sondern wirklich gut aufgeklärt da an dieses Thema für sich ranzugehen. Am Anfang vielleicht auch 'n bisschen aufzupassen auf Hörpausen, also 'n ganz berühmtes Wort, immer mal wieder, ja, zu sagen: „Gut, jetzt überanstrenge ich mich nicht.“ Und 'n Zauberwort ist Geduld. Eindeutig ja, weil, wie gesagt, ohne Erwartungen, glaube ich, kann man da auch gar nicht rangehen. Das ist, glaube ich, 'ne Grundhaltung eines Menschen, was, egal was er tut, dass er was erwartet. Ja, aber, und jetzt großes Aber, ich habe nie erwartet, wirklich nie, dass ich ja irgendwann in meinem Leben der Stereo hören kann, weil das konnte ich ja viele, viele Jahre nicht, dass ich irgendwann in meinem Leben Fremdsprachen wieder verstehe, Musik als, ja, wirklich Musik wahrnehme und 'n Kino genießen kann. Ja, eindeutig, ja, meine Arbeit als Hörpatin. Das ist, weil ohne Implantate wäre das, glaube ich, nicht authentisch und nicht so glaubwürdig. Aber wenn ich anderen, ja, neuen Implantatsträgern oder auch schon welchen, die, ja, die länger haben und Schwierigkeiten sind, helfen kann, dann ist das für mich eigentlich 'n Riesenbedürfnis. Dafür weiter zu sorgen, Implantate oder Hörsysteme bekannt zu machen. Wirklich so bekannt wie 'n Herzschrittmacher, so bekannt wie, weiß ich, 'ne Hüftprothese, was jeder Mensch kennt, zu sagen: „Ja, es gibt Hörimplantate“, und ich brauche nicht erst irgendwo fragen, sondern weiß: „Aha, da kann ich mich hinwenden und kriege Hilfe.“ Das ist, glaube ich, so meine, für mich so meine große Aufgabe.